Servus da draußen. Ich hoffe, euch geht es allen soweit gut. Im heutigen Video möchte ich mal ein bisschen darüber sprechen, wie ich so aktuell mein Hobby organisiert habe, um auch wieder voranzukommen mit den Figuren, mit den verschiedenen Projekten. Denn in letzter Zeit ist ja doch nicht so viel passiert, vor allem bemaltechnisch nicht. Aber das soll und wird sich jetzt ändern und da bin ich auch schon die ganze Zeit dabei. Und vielleicht ist es auch interessant für den einen oder anderen, der mit dem Hobby einsteigt und noch nicht genau weiß, wie er das Ganze angehen soll oder das Ganze noch nicht kennt. Daher einfach mal ein paar so Sachen von mir, so wie ich mir das jetzt aktuell bei mir hergerichtet habe, wie ich hier vorgehe und als Beispiel, was ich eben gerade arbeite, möchte ich Kings of War, meine Northern Alliance, hernehmen. Grundsätzlich natürlich neben dem Maltisch bzw. der Malstation hier, wo ich das Ganze dann natürlich mache, ist es so, dass ich mal für mich, da ich so viele verschiedene Systeme auch spiele oder gerne spielen würde und auch sehr viel habe, das Ganze mal auf Null gesetzt habe. Bedeutet, alle Projekte sind eingefroren, ich arbeite soweit an nichts mehr und habe von dort weg jetzt neu gestartet und gesagt, okay, aktuelles Thema für andere Spielsysteme, die bei mir aktuell interessant sind, die ich auch vor allem im letzten Jahr gespielt habe, aktiv, habe ich soweit alles, um spielen zu können. Bei Kings of War schaut das Ganze auch anders aus und deswegen auch Kings of War das Projekt, mit dem ich hier das Ganze anfangen werde und möchte. Und was ich einfach gemacht habe, da man eben bei Kings of War ja eine größere Anzahl von Figuren benötigt und braucht, habe ich das so gemacht, um auch voranzukommen, dass ich mal die komplette Starterbox gebaut habe. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, beziehungsweise gibt es ja schon 2 Teile zu dieser auch Aufbauserie, zu der ich auch dieses Video hier dazu geben werde als 3. Teil. Und da seht ihr schon, was so gebaut ist. Und jetzt geht es eben darum, diese Figuren mit Farbe zu versehen. Und da habe ich auch schon angefangen. Und meine Aufteilung war jetzt eben die, dass ich das so gemacht habe oder mir das so zurechtgelegt habe, dass ich sage, diese Schneefüchse, die habe ich schon hier auf der Base befestigt gehabt, wären somit theoretisch auch schon mal spielbereit und habe die auch, da das recht einfach und schnell geht, auch hier so dann bemalt. Also ich habe da keine Figuren mehr runtergenommen für die Bemalung, sondern das gleich so gemacht, wie sie hier drauf waren und das war alles. Und eben bei dem einen Troops bzw. bei den Regimentern und Einheiten mache ich das so, da nehme ich die Figuren hier zum Beispiel, das ist so eine Troop Multiregiment für diese Backhunters hier, da sind normalerweise pro Base 10 Figuren drauf, da das platzmäßig natürlich recht schwer auch ist aufgrund der Figuren, habe ich hier nur 8 Figuren in Verwendung und die habe ich jetzt eben für die Bemalung wieder runtergenommen und auf hier einzelne Bases geklebt bzw. befestigt mit Butterfix, um hier dann schön dazu zu kommen und ein Modell nach dem anderen zu bemalen, beziehungsweise nicht nach dem anderen. Das ist schon die zweite Hälfte des Trupps. Ich habe angefangen hier mit den ersten 4 Modellen und da ich dann eben auch bei den großen Regimentern 16 Modelle drauf habe auf der Multibase, bin ich auch hier den Weg dann gegangen, dass ich mir das auf 4 Modelle runtergeschraubt habe. Also ich habe mir von den 8, die für diesen Trupp gebraucht werden, 4 genommen und eben diese ersten 4 Modelle gemeinsam bemalt in einem durch. In dem Fall auch sehr schnell mit Speedpainting, Kontrastfarben, mit dem Konzept, die Idee dahinter ist, ich muss nicht alles super schön haben und nicht sofort fertig, sondern Grundfarben drauf, damit das Ganze mal spielbar ist. Das habe ich eben hier mit den ersten 4 Figuren gemacht und die sind jetzt soweit auch
bemalt und spielfertig für Kings of War, falls ich mal dazu kommen sollte, das Spiel in den nächsten eher Monaten zu spielen. Und eben nicht nur über Tabletop Simulator, dann habe ich hier schon Sachen und da habe ich eben begonnen, hier die ersten 4 Modelle zu bemalen. Die sind, wie gesagt, soweit schon abgeschlossen und fertig. Und habe eben ganz zu Beginn als Startschuss quasi die Schneefüchse gemacht, die eben recht schnell gegangen sind, und danach bin ich zu dem Regiment übergegangen, beziehungsweise zu dem Trupp, und hier sind dann eben die nächsten 4, um dann den Trupp dann fertig zu bekommen. Die werde ich auch wieder jetzt gemeinsam im Anschluss bemalen und dann wird das Regiment fertiggestellt bzw. abgeschlossen, indem die Base gestaltet wird. Da werde ich auch nochmal ein Video dazu zeigen oder machen, wie ich das dann angehen möchte. Ich habe mich da schon ein bisschen informiert, habe da schon eine Idee. Und dann werde ich eben die Basen machen, hier von dem Trupp und von den Schneefüchsen, mal quasi als kleiner Testlauf. Und sollte das passen, werde ich auch die ganzen anderen Basen so gestalten. Und dann, wenn die Bases eben fertig sind, Multibasen, kommen die Figuren drauf nur noch, die schon in den Grundfarben bemalt sind. Und damit ist die Armee dann auch schon fertig. Oder beziehungsweise der Trupp fertig, und ich kann zum nächsten übergehen. Und wie gesagt, auch bei den großen Regimentern, wo für 20 Modelle werde ich nur 16 Modelle verwenden und daher auch dort der Schritt, in 4er Gruppen zu malen, immer 4 Modelle zusammen, bis dann der Trupp eben fertig ist, das Regiment, und dann wieder ist dieses abgeschlossen. Und ja, eine weitere Sache, die mir dabei noch aufgefallen ist, wenn es darum jetzt geht, Sachen fertig zu bekommen, die ich vielleicht in Zukunft machen könnte oder vielleicht auch machen werde, ist ein etwas anderer Schritt. Und zwar hier bin ich den Weg gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich komme in der nächsten Zeit sowieso nicht dazu zu spielen im Real, also kann ich mir Zeit lassen. Ich nehme mir immer ein Regiment, einen Trupp vor, der wird bemalt mit den Grundfarben, damit er fertig ist. Damit ist die Einheit fertig bemalt für den Spieltisch. In späterer Folge kann ich noch immer daran weitermalen, aber immer darauf bedacht, eine Einheit komplett fertig zu machen, eben die 8 Modelle, die 16 Modelle oder wie viele auch immer verwendet werden. Und bei anderen Projekten, also jetzt speziell hier für Kings of War eben gedacht oder eben auch andere Spiele, die vielleicht ein ähnliches System verwenden, ist es so, dass ich mir da etwas anderes ein bisschen gedacht habe, weil es eben hier nicht notwendig ist, die richtige Anzahl von Figuren unbedingt haben zu müssen, vor allem nicht am Anfang, wenn man das Hobby anfängt. Und daher vielleicht ein Tipp für Leute, die das Spiel gerade erst anfangen und nur in der Spielegruppe kleine Spiele machen und das Ganze mal kennenlernen. Ihr müsst nicht alles auf einmal machen und ihr könnt das auch in gewissen Schritten machen. Und so würde ich das wahrscheinlich auf Dauer, wenn ich dann eine 2. oder 3. Armee anfangen würde oder wenn aus irgendeinem Grund die Northern Alliance fertig sein soll, sage ich mal, innerhalb eines Monats, weil ich spielen möchte damit, weil aktuell sind ja nur die Modelle der Starterbox gebaut und keine fertige 2000-Punkte-Liste. Dann würde ich zum Beispiel den Weg eingehen, dass ich sage, okay, ich nehme mir die Figuren her, ich kaufe mir die Figuren, die ich brauche, die ich haben möchte, spielen möchte, und gehe dann aber den Schritt, nur wenige Figuren zu verwenden. Das heißt, die Basis wäre dann für mich hier zum Beispiel eine Multi-Base für einen Trupp. Das soll gedacht sein für die Pack Hunters. Dieses Base wird dann gestaltet, beziehungsweise die kompletten Bases gemeinsam gleich zu Beginn für die ganze Armee, damit das abgeschlossen ist. Und dann werden eben hier nur zum Beispiel 4 oder 5 von diesen Modellen, von den Pack Huntern bemalt, die dann eben auf die fertige Base gesetzt werden. Vielleicht so, keine Ahnung, lose eben. Und damit hat man hier schon mal die richtige, ich gebe das wieder runter, die richtige Basegröße, die man braucht, um Kings of War spielen zu können.
und man hat zumindest schon ein paar bemalte Figuren dann drauf, dass das Ganze nicht mehr ganz so komisch aussieht und es ist auch gleich ersichtlich, um welche Einheit es sich handelt. Und dann gibt es auch hier keine Verwirrungen. Und mit dem, also wenn man sich das jetzt vorstellt, die Base wäre hier gestaltet, diese 3 Figuren werden bemalt und diese werden jetzt vielleicht ohne diese eben Einzelbases dann hier draufgeklebt, dann wäre das schon mal eine kleine Einheit, mit der man spielen könnte. Das Ganze vielleicht etwas besser noch ausrichten, damit man dann noch Platz hat für weitere Figuren. Und so wäre das Ganze schon mal fertig. Und man könnte von dem weg sagen, das ist fertig. Jetzt gehe ich zur nächsten Einheit, zum Beispiel ein Regiment aus Clansmen zum Beispiel. Da schnappt man sich dann die große Regimentsbase für 20 Figuren, gestaltet diese wieder, beziehungsweise wie vorhin gesagt, die ist dann schon fertig und holt sich als nächstes dann vielleicht 8 von diesen Figuren dazu, eben von den Clansmen in dem Fall, was ja der gleiche Bausatz ist, und baut und bemalt nur diese 8 Figuren oder nur 6 oder 7 Figuren, nicht die ganzen 16 oder 20, die man benötigt für das Regiment, und klebt dann eben nur diese drauf auf das fertige Regiment, und das macht man eben mit jeder Einheit, bis man dann zum Schluss recht schnell in dem Fall, weil man ja nur wenige Figuren zu bemalen hat, die Armee doch recht schnell aufs Spielfeld bekommt, ohne zu viel Zeit investieren zu müssen, und man kann ab diesem Zeitpunkt dann später weitere Figuren bauen und bemalen, eben zum Beispiel in 4er-Schritten, wie ich vorhin gesagt habe, und diese dann eben dazu geben zu den bereits fertigen Einheiten und somit das Bild einfach verschönern und verbessern der ganzen Armee. Und das ist vielleicht ein Tipp, der für den einen oder anderen interessant sein könnte und den ich definitiv in Betracht ziehen werde für eine meiner nächsten Armeen. Gut, das soll es dann aber auch schon gewesen sein. Im nächsten Video zu der Serie werdet ihr wahrscheinlich dann schon die bemalten 700 bis 750 Punkte sehen, die ich aus der Starterbox gebaut habe. Also bis dahin, wir sehen uns. Ciao.